Mein Name ist Florian Bögge, ich bin Triathlet, komme aus Deutschland und dieses Jahr dreht sich alles um Kona. Unter Kona hoch 3 könnt ihr meine Reise zum Ironman Hawaii 2017 verfolgen. Ich werde euch meine Vorbereitung zeigen, mein Material, einfach den ganzen Weg Richtung Kona. Ihr habt meine Hawaii-Qualifikation beim Ironman Mallorca schon mitverfolgen können und jetzt zeige ich euch, wie ich mich im Training und mit weiteren Vorbereitungsrennen auf den großen Tag am 14.10.2017 auf Kona vorbereiten werde. Wir haben erstmal so ein bisschen die Ausgangswerte bestimmt, mein VO2 Max nochmal, wo meine Schwelle ungefähr ist und in welchen Bereichen ich trainieren muss, um hier gezielt die richtigen Akzente zu setzen. Das ist ja immer wichtig, dass man nicht sinnlos trainiert. Die Zeit ist begrenzt und man muss sie richtig nutzen, deshalb ist es wichtig, in den richtigen Zonen zu trainieren. Ich habe die Saison hier in Südafrika gestartet mit einem 2-monatigen Trainingslager. Die Bedingungen sind hier einfach optimal. Ich meine, hier bei uns zu Hause ist Winter zu der Zeit. Hier sind 25, 30 Grad, super Wetter, super Strecken, nette Leute und sehr viele Trainingspartner hier. Patrick Lange war jetzt auch hier, Evert ist hier. Also es sind einige gute Triathleten hier, mit denen man trainieren kann. Das ist natürlich die optimalen Bedingungen. Ich habe das Ganze genutzt, um auch an dem 73 hier in Südafrika in East London teilzunehmen. Habe da glücklicherweise den 3. Platz erreicht und habe mir so noch das Ticket für Chattanooga gesichert, für die 73 WM. Das heißt, für mich weiterhin in der Saisonplanung optimal. Ich kann die 73 WM auf dem Weg nach Kona mitnehmen. Nochmal ein hartes Rennen vor Kona. Ich denke, das ist sehr wichtig. Tja, also das ist erstmal der grobe Plan. Südafrika, Deutschland, Schweiz, Florida, Amerika. Das sind die großen Blöcke. Das Ganze ist natürlich nicht ohne Unterstützung möglich. Ich bin sehr froh, dass ich mit Ronny zusammenarbeiten kann. Wir haben quasi die gleichen Wurzeln, da wir beide in Frankfurt oder auf der Sportschule waren. Und ich denke, da verbindet uns einiges. Auf jeden Fall haben wir uns zusammengesetzt und ja, Kona hoch 3 ist quasi unser gemeinsames Projekt dieses Jahr. Er hat einen Laden, einen Triathlon-Radsportladen in Berlin, Laktat hoch 3. Und daraus leitet sich auch Kona hoch 3 ab. Das ist quasi ja, ein kleines Pendant an seinen Laden. Und er unterstützt mich mit Material. Ich kann immer mal was testen, das ist sehr gut. Er hat die Verbindung zur Argon 18 geschaffen. So habe ich dieses Jahr ein super Zeitfahrrad, was mir schon mal einen riesen Vorteil zum letzten Jahr verschafft. Ein gutes Zeitfahrrad allein bringt einen natürlich noch lange nicht nach Kona. Die Flüge sind sehr teuer und da ich euch ja erzählt habe, was ich alles geplant habe, auch mit der 73 WM jetzt in der Vorbereitung noch, wird das natürlich alles recht teuer. Deshalb überlege ich jetzt ein Crowdfunding zu starten und hoffe natürlich da auch auf eure Unterstützung. Weitere Infos dazu werde ich euch nochmal extra in einem eigenen Video demnächst mitteilen. Nachdem ich euch jetzt die grundlegenden Projektsachen vorgestellt habe, will ich euch nochmal ein bisschen genauer erklären, was ich denn jetzt in Südafrika trainiert habe und ansonsten noch gemacht habe. Südafrika bietet natürlich im Januar, Februar super Bedingungen, um zu trainieren. Also wie bereits gesagt, es ist super warm. Landschaftlich bietet es sehr viel. Man kann im Flachen trainieren, aber
Es herrscht auch recht viel Wind an der Küste und es gibt natürlich reichlich Berge, was ideal ist. Und man hat super Aktivitäten neben dem Training. Also einfach mal Meer schwimmen gehen, surfen. Ich denke, Südafrika ist wirklich das ideale Camp, um den Winter zu entgehen und dort lange und gut zu trainieren. In Südafrika habe ich natürlich viele lange Einheiten gemacht, aber auch Bergintervalle, so typische 10-Minuten-Einheiten, die, denke ich, zu dem Zeitpunkt in der Saison doch recht wichtig sind, um auch weiterhin Kraft mit aufzubauen. Längere Intervalle habe ich noch nicht so viele gemacht, die kommen später in der Saison dazu, da baue ich langsam erst auf. Aber ich denke, eine gute Grundlage konnte ich hier schaffen. Ich bezeichne mich ja immer noch gerne als Bleiente. Im Schwimmen habe ich noch große Reserven und in Südafrika habe ich da jetzt nicht so den Fokus drauf gelegt. Da war wirklich mehr der Fokus erstmal die Form zu halten im Wasser, vielleicht kleine Verbesserungen zu machen und mich danach wieder ein bisschen mehr darauf zu konzentrieren. In Südafrika ging es halt vor allen Dingen um die Radeinheiten und da die Grundlage ordentlich zu schaffen. Allerdings gehe ich natürlich trotzdem 4-mal die Woche schwimmen mindestens, um hier mit 20 Kilometern so ein gutes Pensum zu haben, sodass ich eine solide Grundlage auch dort habe. Ready to go home. Oder? Der Berg sieht so geil aus, ey. Ja. In Sachen Lauftraining habe ich sehr viel gelernt im letzten Jahr und dadurch, dass ich letztes Jahr recht lange einen Ausfall hatte mit meiner Patella und dann noch nicht so die Umfänge gelaufen bin, wie ich wollte, hat es natürlich beim Marathon hinten raus noch etwas gefehlt. Da will ich dieses Jahr ansetzen und besser arbeiten. Ich habe mich erstmal wirklich hingesetzt und geguckt, okay, wie läufst du, was ist dein Laufstil? Und habe geguckt, ob ich überhaupt die richtigen Schuhe habe, weil ich doch immer wieder Schienbeinkantenprobleme hatte. Und habe festgestellt, dass ich da nicht unbedingt das richtige Schuhwerk immer parat hatte. Da habe ich etwas nachoptimiert. Und auch wie ich das Lauftraining an sich aufbaue, da werde ich jetzt mit mehr Tempoläufen rangehen, um wirklich mehr einfach im geplanten Wettkampftempo zu laufen. Ich denke doch, dass das wirklich elementar wichtig ist, um dann halt hinten auch im Marathon die Stärke zu haben, das Tempo laufen zu können. Okay, soweit zu Part 1. In Part 2 wird es dann um die Vorbereitung in der Schweiz gehen und den Ironman 73 in Rapperswil und auch um die deutschen Rennen. In Teil 3 geht es dann vor allen Dingen um die 73 WM, die Vorbereitung in Florida und natürlich das Rennen in Kona. Danke, dass ihr dabei seid. Es ist mir eine Freude und ich freue mich auf die